Die 5 orangen Kerne. Kapitel 1. Wenn ich meine Aufzeichnungen und Notizen über die Fälle von Sherlock Holmes aus den Jahren zwischen 1882 und 1890 überblicke, sehe ich mich so vielen gegenüber, die seltsame und interessante Merkmale aufweisen, dass es keine leichte Sache ist zu wissen, welche ich auswählen und welche ich auslassen soll. Einige haben jedoch bereits durch die Zeitungen öffentliche Aufmerksamkeit erlangt. Und andere boten kein Feld für jene eigentümlichen Fähigkeiten, die mein Freund in so hohem Maße besaß. Und die zu veranschaulichen der Zweck dieser Aufzeichnungen ist. Einige haben auch seine analytische Kunst überfordert und wären als Erzählungen Anfänge ohne Ende, während andere nur teilweise aufgeklärt wurden und ihre Erklärungen eher auf Vermutung und Mutmaßung gründen als auf jenem absoluten logischen Beweis, der ihm so wichtig war. Es gibt jedoch einen dieser letzten, der in seinen Einzelheiten so bemerkenswert und in seinen Ergebnissen so verblüffend war, dass ich versucht bin, einen Bericht darüber zu geben, trotz der Tatsache, dass es Punkte in Verbindung damit gibt, die niemals und wahrscheinlich nie völlig aufgeklärt worden sind. Das Jahr 1887 bescherte uns eine lange Reihe von Fällen größeren oder geringeren Interesses, deren Aufzeichnungen ich aufbewahre. Unter meinen Überschriften für dieses eine Jahr finde ich einen Bericht über das Abenteuer der Paradolkammer, über die Gesellschaft der Amateurbettler, die einen luxuriösen Club in den unteren Gewölben eines Möbellagers unterhielt, über die Tatsachen im Zusammenhang mit dem Verlust der britischen Bark Sophie Anderson, über die seltsamen Abenteuer der Grice Pattersons auf der Insel Uffa und schließlich über den Giftmordfall von Camberwell. In letzterem, wie man sich erinnern mag, war Sherlock Holmes in der Lage, durch das Aufziehen der Totenuhr zu beweisen, dass sie 2 Stunden zuvor aufgezogen worden war und dass der Verstorbene daher innerhalb dieser Zeit zu Bett gegangen war. Eine Schlussfolgerung, die für die Aufklärung des Falles von größter Bedeutung war. All diese werde ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt skizzieren. Aber keiner von ihnen weist so eigentümliche Merkmale auf wie die seltsame Verkettung von Umständen, zu deren Beschreibung ich jetzt die Feder ergriffen habe. Es war in den letzten Septembertagen, und die Herbststürme hatten mit außergewöhnlicher Heftigkeit eingesetzt. Den ganzen Tag hatte der Wind geheult und der Regen gegen die Fenster geschlagen, so dass selbst wir hier im Herzen des großen, von Menschenhand gemachten London gezwungen waren, unseren Geist für einen Augenblick von der Routine des Lebens zu lösen und die Gegenwart jener großen elementaren Kräfte anzuerkennen, die durch die Gitterstäbe der Zivilisation hindurch die Menschheit anbrüllen, wie ungezähmte Bestien in einem Käfig. Als der Abend hereinbrach, wurde der Sturm heftiger und lauter, und der Wind weinte und schluchzte wie ein Kind im Kamin. Sherlock Holmes saß düster auf einer Seite des Kamins und erstellte einen Kreuzindex seiner Verbrechensaufzeichnungen, während ich auf der anderen Seite in eine von Clark Russells schönen Seegeschichten vertieft war, bis das Heulen des Sturms von draußen sich mit dem Text zu vermischen schien und das Platschen des Regens sich in die lange Dünung der Meereswellen auszudehnen schien. Meine Frau besuchte ihre Mutter, und für ein paar Tage war ich wieder einmal ein Bewohner meiner alten Quartiere in der Baker Street. »Was ist?« sagte ich und blickte zu meinem Gefährten auf, »das war doch sicherlich die Klingel. Wer könnte heute Abend kommen? Vielleicht ein Freund von Ihnen?« »Außer Ihnen habe ich keinen«, antwortete er. »Ich ermutige keine Besucher.« »Dann ein Client. Wenn dem so ist, handelt es sich um einen ernsten Fall. Nichts Geringeres würde einen Mann an einem solchen Tag und zu einer solchen Stunde herausbringen. Aber ich nehme an, es ist eher eine Freundin der Vermieterin.« Sherlock Holmes irrte sich jedoch in seiner Vermutung. Denn es kam ein Schritt im Flur und ein Klopfen an der Tür. Er streckte seinen langen Arm aus, um die Lampe von sich weg und auf den leeren Stuhl zu drehen, auf den ein Neuankömmling sich setzen musste.
Herein, sagte er. Der Mann, der eintrat, war jung, höchstens 22, gepflegt und ordentlich gekleidet. Mit etwas Vornehmem und Zartem in seinem Auftreten. Der triefende Regenschirm, den er in der Hand hielt, und sein langer, glänzender Regenmantel zeugten von dem heftigen Wetter, durch das er gekommen war. Er blickte sich ängstlich im grellen Licht der Lampe um, und ich konnte sehen, dass sein Gesicht blass und seine Augen schwer waren, wie die eines Mannes, der unter großer Sorge leidet. »Ich muss mich entschuldigen«, sagte er und setzte seine goldene Kneifbrille auf. »Ich hoffe, ich dringe nicht ungebeten ein. Ich fürchte, ich habe einige Spuren des Sturms und Regens in Ihr behagliches Zimmer gebracht.« »Geben Sie mir Ihren Mantel und Ihren Schirm«, sagte Holmes. »Sie können hier am Haken ruhen und werden bald trocken sein. Sie kommen von Südwesten, wie ich sehe.« »Ja, aus Horsham. Dieser Lehm- und Kreidegemisch, den ich auf Ihren Schuhkappen sehe, ist sehr charakteristisch. Ich bin gekommen, um Rat zu suchen. Den kann man leicht bekommen. Und Hilfe. Die ist nicht immer so leicht. Ich habe von Ihnen gehört, Mr. Holmes. Ich hörte von Major Prendergast, wie Sie ihn im Skandal des Tankerville Clubs gerettet haben. Ah, natürlich. Ihm wurde zu Unrecht vorgeworfen, beim Kartenspiel betrogen zu haben. Er sagte, Sie könnten alles lösen. Er sagte zu viel. Dass Sie niemals besiegt werden. Ich bin 4-mal besiegt worden, 3-mal von Männern und 1-mal von einer Frau. Aber was ist das im Vergleich zu der Zahl Ihrer Erfolge? Es ist wahr, dass ich im Allgemeinen erfolgreich war. Dann werden Sie es vielleicht auch bei mir sein. Ich bitte Sie, Ihren Stuhl näher ans Feuer zu rücken und mich mit einigen Einzelheiten Ihres Falles zu unterhalten. Es ist kein gewöhnlicher. Keiner, der zu mir kommt, ist das. Ich bin die letzte Berufungsinstanz. Und doch bezweifle ich, mein Herr, ob Sie in all Ihrer Erfahrung jemals eine geheimnisvollere und unerklärlichere Verkettung von Ereignissen gehört haben als die sich in meiner eigenen Familie zugetragen haben. Sie erfüllen mich mit Interesse, sagte Holmes. Bitte geben Sie uns die wesentlichen Tatsachen von Anfang an. Und ich kann Sie anschließend nach jenen Einzelheiten fragen, die mir am wichtigsten erscheinen. Der junge Mann rückte seinen Stuhl näher heran und streckte seine nassen Füße der Glut entgegen. Mein Name, sagte er, ist John Openshaw. Aber meine eigenen Angelegenheiten haben, soweit ich verstehe, wenig mit dieser schrecklichen Sache zu tun. Es ist eine erbliche Angelegenheit. Um Ihnen also eine Vorstellung von den Tatsachen zu geben, muss ich bis zum Beginn der Sache zurückgehen. Sie müssen wissen, dass mein Großvater 2 Söhne hatte, meinen Onkel Elias und meinen Vater Joseph. Mein Vater hatte eine kleine Fabrik in Coventry, die er zur Zeit der Erfindung des Fahrrads vergrößerte. Er war Patentinhaber des unzerbrechlichen Openshaw-Reifens und sein Geschäft war so erfolgreich, dass er es verkaufen und sich mit einem hübschen Vermögen zur Ruhe setzen konnte. Mein Onkel Elias wanderte als junger Mann nach Amerika aus und wurde Plantagenbesitzer in Florida, wo es ihm, wie berichtet wurde, sehr gut ging. Während des Krieges kämpfte er in Jacksons Armee und später unter Hood, wo er bis zum Oberst aufstieg. Als Lee die Waffen niederlegte, kehrte mein Onkel auf seine Plantage zurück, wo er 3 oder 4 Jahre blieb. Um 1869 oder 1870 kam er nach Europa zurück und erwarb ein kleines Anwesen in Sussex, in der Nähe von Horsham. Er hatte in den Staaten ein beträchtliches Vermögen gemacht. Und sein Grund für die Abreise war seine Abneigung gegen die Neger und seine Missbilligung der Politik der Republikaner, ihnen das Wahlrecht zu gewähren. Er war ein eigenartiger Mann, heftig und jähzornig, sehr unflätig im Zorn und von äußerst zurückgezogener Wesensart. Während all der Jahre,
die er in Horsham lebte, bezweifle ich, dass er jemals einen Fuß in die Stadt gesetzt hat. Er hatte einen Garten und 2 oder 3 Felder um sein Haus, und dort ging er spazieren. Obwohl er sehr oft wochenlang sein Zimmer nicht verließ. Er trank viel Branntwein und rauchte stark. Aber er wollte keinen gesellschaftlichen Umgang und wünschte keine Freunde. Nicht einmal seinen eigenen Bruder. Er hatte nichts gegen mich. Im Gegenteil, er gewann mich lieb, denn als er mich zum ersten Mal sah, war ich ein Junge von etwa 12 Jahren. Das war im Jahre 1878, nachdem er 8 oder 9 Jahre in England gewesen war. Er bat meinen Vater, mich bei ihm wohnen zu lassen. Und er war auf seine Weise sehr freundlich zu mir. Wenn er nüchtern war, spielte er gern Backgammon und Dame mit mir. Und er machte mich zu seinem Vertreter gegenüber den Bediensteten und den Geschäftsleuten. So dass ich mit 16 Jahren völlig Herr im Hause war. Ich hatte alle Schlüssel und konnte gehen, wohin ich wollte, und tun, was ich wollte. Solange ich ihn nicht in seiner Abgeschiedenheit störte. Es gab jedoch eine eigentümliche Ausnahme, er hatte ein einziges Zimmer. Eine Rumpelkammer oben unter dem Dach, das stets verschlossen war und das er weder mir noch irgendjemand anderem zu betreten erlaubte. Mit der Neugier eines Jungen spähte ich durch das Schlüsselloch. Aber ich konnte nie mehr sehen als eine Sammlung alter Truhen und Bündel. Wie man sie in einem solchen Raum erwarten würde. Eines Tages, es war im März 1883, lag ein Brief mit einer ausländischen Briefmarke auf dem Tisch vor dem Teller des Obersten. Es war nichts Gewöhnliches, dass er Briefe erhielt, denn seine Rechnungen wurden alle bar bezahlt. Und er hatte keinerlei Freunde. Aus Indien, sagte er, als er ihn aufnahm, Poststempel Pondicherry. Was kann das sein? Als er ihn hastig öffnete, sprangen 5 kleine getrocknete Orangenkerne heraus, die auf seinen Teller patschten. Ich begann darüber zu lachen, aber das Lachen verging mir bei seinem Anblick. Seine Lippe war heruntergefallen, seine Augen traten hervor, seine Haut war die Farbe von Kitt. Und er starrte den Umschlag an, den er noch in seiner zitternden Hand hielt. K. K, schrie er, und dann, mein Gott, meine Sünden haben mich eingeholt. Was ist, Onkel, rief ich. Der Tod, sagte er, stand vom Tisch auf und zog sich in sein Zimmer zurück. Während ich vor Entsetzen zitternd zurückblieb. Ich nahm den Umschlag auf und sah auf der inneren Klappe, direkt über dem Gummi, mit roter Tinte gekritzelt, den 3-mal wiederholten Buchstaben K. Es war nichts weiter da außer den 5 getrockneten Kernen. Was konnte der Grund für seine überwältigende Angst sein? Ich verließ den Frühstückstisch. Und als ich die Treppe hinaufging, kam er mir mit einem alten, rostigen Schlüssel in der einen Hand, der zum Dachboden gehört haben musste, und einer kleinen Messingkiste, wie eine Geldkassette, in der anderen entgegen. Sie mögen tun, was sie wollen. Aber ich werde sie immer noch Schachmatt setzen, sagte er mit einem Fluch. Sag Mary, dass ich heute ein Feuer in meinem Zimmer haben möchte, und schicke nach Fordham, dem Rechtsanwalt in Horsham. Ich tat, wie er befohlen hatte. Und als der Rechtsanwalt eintraf, wurde ich gebeten, ins Zimmer hinaufzukommen. Das Feuer brannte hell. Und im Kamin lag eine Masse schwarzer, flauschiger Asche, wie von verbranntem Papier, während die Messingkiste daneben offen und leer stand. Als ich die Kiste betrachtete, bemerkte ich mit einem Schrecken, dass auf dem Deckel das 3-fache K gedruckt war, das ich am Morgen auf dem Umschlag gelesen hatte. Ich wünsche, John, sagte mein Onkel, dass du meinem Testament bezeugen sollst. Ich hinterlasse mein Anwesen, mit all seinen Vorzügen und all seinen Nachteilen, meinem Bruder, deinem Vater, von dem es zweifellos auf dich übergehen wird. Wenn du es in Frieden genießen kannst, gut und schön. Wenn du feststellst, dass du es nicht kannst, befolge meinen Rat, mein Junge, und überlasse es deinem ärgsten Feind. Es tut mir leid,
dir so ein zweischneidiges Ding zu geben. Aber ich kann nicht sagen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Bitte unterschreibe das Papier, wo Mr. Fordham es dir zeigt. Ich unterschrieb das Papier wie angewiesen, und der Rechtsanwalt nahm es mit. Der seltsame Vorfall machte, wie Sie denken können, den tiefsten Eindruck auf mich. Und ich grübelte darüber nach und wendete ihn in meinem Geiste hin und her, ohne etwas daraus machen zu können. Doch ich konnte das vage Gefühl der Furcht, das er hinterlassen hatte, nicht abschütteln, obwohl das Gefühl mit den Wochen nachließ. Da nichts geschah, um den gewohnten Ablauf unseres Lebens zu stören. Ich konnte jedoch eine Veränderung bei meinem Onkel feststellen. Er trank mehr denn je und war weniger geneigt zu irgendeinem gesellschaftlichen Umgang. Die meiste Zeit verbrachte er in seinem Zimmer, mit verschlossener Tür. Aber manchmal brach er in einem betrunkenen Wahn hervor, stürzte aus dem Haus und tobte mit einem Revolver in der Hand durch den Garten, schreiend, dass er vor niemandem Angst habe und dass er sich weder von Menschen noch vom Teufel wie ein Schaf im Pferch einsperren lassen werde. Wenn diese hitzigen Anfälle jedoch vorüber waren, stürzte er tumultartig zur Tür herein und schloss und verriegelte sie hinter sich, wie ein Mann, der die Furcht, die in den Tiefen seiner Seele lauert, nicht länger herausfordern kann. Bei solchen Gelegenheiten habe ich sein Gesicht selbst an einem kalten Tage vor Feuchtigkeit glänzen sehen, als ob es gerade erst aus einem Becken genommen worden wäre. Nun, um zur Sache zu kommen, Mr. Holmes. Und Ihre Geduld nicht zu missbrauchen, es kam eine Nacht, in der er einen jener betrunkenen Ausbrüche machte, von denen er nie zurückkehrte. Wir fanden ihn, als wir ihn suchen gingen, mit dem Gesicht nach unten in einem kleinen, grünschäumigen Teich, der am Ende des Gartens lag. Es gab kein Anzeichen von Gewalt. Und das Wasser war nur 2 Fuß tief. So, dass die Geschworenen mit Rücksicht auf seine bekannte Eigenart ein Urteil auf Selbstmord fällten. Aber ich, der ich wusste, wie sehr er schon beim Gedanken an den Tod zurückschreckte, hatte Mühe, mich selbst zu überzeugen, dass er sich auf den Weg gemacht hatte, ihm zu begegnen. Die Sache verlief jedoch, und mein Vater trat das Erbe an, sowie etwa 14,000 Pfund, die zu seinen Gunsten auf der Bank lagen. Einen Augenblick, unterbrach Holmes. Ihre Darstellung wird, wie ich voraussehe, eine der bemerkenswertesten sein, die ich je gehört habe. Lassen Sie mich das Datum des Briefeingangs bei Ihrem Onkel und das Datum seines vermeintlichen Selbstmordes haben. Der Brief kam am 10. März 1883. Sein Tod war 7 Wochen später, in der Nacht des 2. Mai. Danke. Bitte fahren Sie fort. Als mein Vater das Anwesen in Horsham übernahm, ließ er auf meine Bitte hin den Dachboden, der stets verschlossen gewesen war, sorgfältig untersuchen. Wir fanden dort die Messingkiste, obwohl ihr Inhalt zerstört war. Auf der Innenseite des Deckels befand sich ein Papieretikett mit den wiederholten Initialen K. K. K und darunter die Worte Briefe, Denkschriften, Quittungen und ein Register. Diese, so vermuten wir, deuteten auf die Art der Papiere hin, die Oberst Openshaw vernichtet hatte. Im Übrigen gab es auf dem Dachboden nichts von großer Bedeutung außer vielen verstreuten Papieren und Notizbüchern über das Leben meines Onkels in Amerika. Einige davon stammten aus der Kriegszeit und zeigten, dass er seine Pflicht gut erfüllt hatte und als tapferer Soldat galt. Andere stammten aus der Zeit des Wiederaufbaus in den Südstaaten und betrafen hauptsächlich Politik. Denn er hatte offenbar eine starke Rolle bei der Bekämpfung der Teppichbeutler-Politiker gespielt, die aus dem Norden geschickt wurden. Nun, es war Anfang 1884, als mein Vater nach Horsham kam, und alles ging so gut wie möglich. Bis zum Januar 1885. Am 4. Tag nach Neujahr hörte ich meinen Vater einen scharfen, überraschten Schrei ausstoßen, als wir zusammen am Frühstückstisch saßen.
Da saß er mit einem neu geöffneten Umschlag in der einen Hand und 5 getrockneten Orangenkernen in der ausgestreckten Handfläche der anderen. Er hatte immer über das gelacht, was er meine Ammenmärchen über den Obersten nannte. Aber jetzt sah er sehr erschrocken und ratlos aus, da das Gleiche über ihn gekommen war. »Was um Himmels willen soll das bedeuten, John?« stammelte er. Mir wurde schwer ums Herz. »Es ist K. K. K«, sagte ich. Er sah in den Umschlag. »Das ist es«, rief er. »Hier sind die Buchstaben.« »Aber was steht da darüber geschrieben?« »Lege die Papiere auf die Sonnenuhr«, las ich über seine Schulter spähend. »Was für Papiere?« »Was für eine Sonnenuhr?«, fragte er. »Die Sonnenuhr im Garten.« »Es gibt keine andere«, sagte ich, »aber die Papiere müssen jene sein, die vernichtet wurden.« »Pa«, sagte er und raffte seinen Mut zusammen. »Wir sind hier in einem zivilisierten Land, und wir können solchen Unsinn nicht dulden.« »Woher kommt das Ding?« »Aus Dundee«, antwortete ich und sah auf den Poststempel. »Ein irrsinniger Scherz«, sagte er. »Was habe ich mit Sonnenuhren und Papieren zu tun? Ich werde von solchem Unsinn keine Notiz nehmen.« »Ich sollte auf jeden Fall zur Polizei gehen«, sagte ich. »Und würde für meine Mühe ausgelacht werden.« »Nichts dergleichen.« »Dann lassen Sie mich gehen.« »Nein, ich verbiete es dir. Ich will kein Aufhebens um solchen Unsinn machen.« Es war zwecklos, mit ihm zu streiten, denn er war ein sehr starkköpfiger Mann. Ich ging jedoch mit einem Herzen voller banger Ahnungen umher. Am 3. Tag nach dem Eintreffen des Briefes verließ mein Vater das Haus, um einen alten Freund von ihm, Major Freebody, zu besuchen, der das Kommando über eines der Forts auf dem Portsdown Hill hat. Ich war froh, dass er ging, denn es schien mir, dass er der Gefahr ferner war, wenn er nicht zu Hause war. Darin jedoch irrte ich. Am 2. Tag seiner Abwesenheit erhielt ich ein Telegramm vom Major, das mich anflehte, sofort zu kommen. Mein Vater war in eine der tiefen Kreidegruben, die in der Umgebung häufig sind, gestürzt und lag bewusstlos mit zertrümmertem Schädel danieder. Ich eilte zu ihm, aber er starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Er war, wie sich zeigte, in der Abenddämmerung von Fareham zurückgekehrt. Und da ihm die Gegend unbekannt war und die Kreidegrube nicht eingezäunt war, hatten die Geschworenen keine Bedenken, ein Urteil auf Tod durch Unfall zu fällen. So sorgfältig ich auch jede Tatsache im Zusammenhang mit seinem Tode untersuchte. Ich konnte nichts finden, was auf Mord hindeuten könnte. Es gab keine Anzeichen von Gewalt, keine Fußspuren, keinen Raub, keine Nachricht, dass Fremde auf den Straßen gesehen worden waren. Und doch brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dass mein Geist weit davon entfernt war, ruhig zu sein, und dass ich nahezu sicher war, dass ein teuflisches Komplott um ihn gesponnen worden war. Auf diese unheilvolle Weise kam ich zu meinem Erbe. Sie werden mich fragen, warum ich es nicht aufgab. Ich antworte, weil ich fest überzeugt war, dass unsere Probleme in irgendeiner Weise von einem Vorfall im Leben meines Onkels abhingen. Und dass die Gefahr in einem Haus so groß sein würde wie in jedem anderen. Es war im Januar 1885, dass mein armer Vater sein Ende fand, und seitdem sind 2 Jahre und 8 Monate vergangen. In dieser Zeit habe ich glücklich in Horsham gelebt, und ich hatte begonnen zu hoffen, dass dieser Fluch von der Familie gewichen sei und mit der letzten Generation geendet habe. Ich hatte jedoch zu früh Trost geschöpft. Gestern Morgen fiel der Schlag in genau derselben Form, wie er meinen Vater getroffen hatte. Der junge Mann nahm aus seiner Weste einen zerknitterten Umschlag. Und indem er sich zum Tisch drehte, schüttete er 5 kleine getrocknete Orangenkerne darauf aus. »Das ist der Umschlag«, fuhr er fort. »Der Poststempel ist London, östlicher Bezirk. Im Inneren stehen genau die Worte, die auf der letzten Nachricht meines Vaters standen, K. K.
Und dann, lege die Papiere auf die Sonnenuhr. Was haben Sie getan? Fragte Holmes. Nichts. Nichts. Um die Wahrheit zu sagen, er ließ sein Gesicht in seine dünnen, weißen Hände sinken, ich fühlte mich hilflos. Ich fühlte mich wie eines jener armen Kaninchen, wenn sich die Schlange auf sie zubewegt. Ich scheine in der Gewalt eines unaufhaltsamen, unerbittlichen Übels zu sein, gegen das keine Voraussicht und keine Vorsichtsmaßnahmen schützen können. Reden Sie keinen Unsinn, rief Sherlock Holmes. Sie müssen handeln, Mann, sonst sind Sie verloren. Nur Energie kann Sie retten. Dies ist keine Zeit für Verzweiflung. Ich war bei der Polizei. Ah. Aber Sie hörten meine Geschichte mit einem Lächeln an. Ich bin überzeugt, dass der Inspektor die Ansicht vertritt, dass die Briefe allesamt Scherze sind und die Todesfälle meiner Verwandten wirklich Unfälle waren. Wie die Geschworenen feststellten. Und nicht mit den Warnungen in Verbindung stehen. Holmes ballte seine Hände und schüttelte sie in der Luft. Unglaubliche Dummheit, rief er. Sie haben mir jedoch einen Polizisten bewilligt, der bei mir im Haus bleiben darf. Ist er heute Abend mit Ihnen gekommen? Nein. Er hatte Befehl, im Haus zu bleiben. Wieder fuhr Holmes mit seinen Händen durch die Luft. Warum sind Sie zu mir gekommen, rief er, und vor allem, warum sind Sie nicht sofort gekommen? Ich wusste es nicht. Erst heute sprach ich mit Major Prendergast über meine Probleme und wurde von ihm beraten, zu Ihnen zu kommen. Es ist wirklich 2 Tage her, seit Sie den Brief erhalten haben. Wir hätten schon vorher handeln sollen. Sie haben wohl keine weiteren Beweise als die Sie uns vorgelegt haben, kein aufschlussreiches Detail, das uns helfen könnte. Es gibt eine Sache, sagte John Openshaw. Er kramte in seiner Manteltasche, zog ein Stück verfärbtes, blaustichiges Papier hervor und legte es auf den Tisch. Ich habe eine Erinnerung, sagte er, dass ich an dem Tag, als mein Onkel die Papiere verbrannte, beobachtete, dass die kleinen, unverbrannten Ränder, die in der Asche lagen, von dieser besonderen Farbe waren. Ich fand dieses einzelne Blatt auf dem Boden seines Zimmers, und ich neige zu der Annahme, dass es sich um eines der Papiere handelt, das vielleicht aus den anderen herausgeflattert ist und auf diese Weise der Vernichtung entgangen ist. Abgesehen von der Erwähnung von Kernen, glaube ich nicht, dass es uns sehr hilft. Ich selbst denke, dass es eine Seite aus einem privaten Tagebuch ist. Die Handschrift ist zweifellos die meines Onkels. Holmes rückte die Lampe, und wir beide beugten uns über das Blatt Papier, das an seinem zerfetzten Rand zeigte, dass es in der Tat aus einem Buch gerissen worden war. Es trug die Überschrift März 1869 und darunter die folgenden rätselhaften Notizen. 4. Hudson kam. Dasselbe alte Programm. Setzte die Kerne auf MC Cowley, Paramore und John Swain aus St. Augustine. MC Cowley verschwand. John Swain verschwand. Besuchte Paramore. Alles wohl. Vielen Dank, sagte Holmes, faltete das Papier zusammen und gab es unserem Besucher zurück. Und nun dürfen Sie keinen Augenblick länger verlieren. Wir können nicht einmal Zeit erübrigen, um das, was Sie mir erzählt haben, zu erörtern. Sie müssen sofort nach Hause gehen und handeln. Was soll ich tun? Es gibt nur eines zu tun. Es muss sofort geschehen. Sie müssen dieses Stück Papier, das Sie uns gezeigt haben, in die Messingkiste legen, die Sie beschrieben haben. Sie müssen auch einen Zettel beilegen, auf dem steht, dass alle anderen Papiere von Ihrem Onkel verbrannt wurden und dass dies das Einzige ist, das übrig geblieben ist. Sie müssen dies in Worten versichern, die Überzeugungskraft haben. Wenn Sie das getan haben, müssen Sie die Kiste sofort auf die Sonnenuhr stellen, wie angewiesen. Verstehen Sie? Vollkommen. Denken Sie im Augenblick nicht an Rache oder irgendetwas dergleichen.
Ich glaube, wir können das auf dem Wege des Gesetzes erreichen, aber wir müssen unser Netz weben, während ihres bereits gewoben ist. Das erste Gebot ist, die unmittelbare Gefahr zu bannen, die ihnen droht. Das zweite ist, das Geheimnis aufzuklären und die Schuldigen zu bestrafen. Ich danke Ihnen, sagte der junge Mann, erhob sich und zog seinen Überzieher an. Sie haben mir neues Leben und neue Hoffnung gegeben. Ich werde gewiss tun, wie Sie raten. Verlieren Sie keinen Augenblick. Und vor allem, seien Sie inzwischen vorsichtig, denn ich glaube, es besteht kein Zweifel, dass Ihnen eine sehr reale und unmittelbare Gefahr droht. Wie fahren Sie zurück? Mit dem Zug vom Bahnhof Waterloo. Es ist noch nicht 9. Die Straßen werden belebt sein, daher hoffe ich, dass Sie in Sicherheit sind. Und doch können Sie nicht vorsichtig genug sein. Ich bin bewaffnet. Das ist gut. Morgen werde ich mich an Ihren Fall machen. Dann werde ich Sie in Horsham sehen. Nein, Ihr Geheimnis liegt in London. Dort werde ich es suchen. Dann werde ich in 1 oder 2 Tagen zu Ihnen kommen. Mit Nachrichten über die Kiste und die Papiere. Ich werde Ihren Rat in jeder Hinsicht befolgen. Er schüttelte uns die Hände und verabschiedete sich. Draußen heulte noch immer der Wind, und der Regen klatschte und prasselte gegen die Fenster. Diese seltsame, wilde Geschichte schien aus den tobenden Elementen zu uns gekommen zu sein. Wie ein Stück Seetang im Sturm zu uns hereingeweht und nun von ihnen wieder aufgesogen zu werden. Sherlock Holmes saß eine Weile schweigend da, den Kopf vorgebeugt und die Augen auf die rote Glut des Feuers gerichtet. Dann zündete er seine Pfeife an, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und beobachtete die blauen Rauchringe, wie sie einander bis zur Decke jagten. Ich glaube, Watson, bemerkte er schließlich, dass wir unter all unseren Fällen keinen fantastischeren gehabt haben als diesen. Vielleicht mit Ausnahme des Zeichens der 4. Nun, ja. Vielleicht mit Ausnahme dessen. Und doch scheint mir dieser John Openshaw in noch größeren Gefahren zu wandeln als die Sholtos. Aber haben Sie, fragte ich, sich schon eine bestimmte Vorstellung davon gemacht, was diese Gefahren sind? An ihrer Natur kann kein Zweifel sein, antwortete er. Was sind sie dann? Wer ist dieses K? K. K. Und warum verfolgt es diese unglückliche Familie? Sherlock Holmes schloss die Augen, stützte die Ellbogen auf die Stuhllehnen und legte die Fingerspitzen aneinander. Der ideale Denker, bemerkte er, würde, wenn ihm eine einzige Tatsache in all ihren Beziehungen gezeigt worden wäre, daraus nicht nur die ganze Ereigniskette ableiten, die zu ihr führte, sondern auch alle Ergebnisse, die daraus folgen würden. Wie Cuvier aus der Betrachtung eines einzigen Knochens ein ganzes Tier korrekt beschreiben konnte. So sollte der Beobachter, der ein Glied in einer Reihe von Vorfällen gründlich verstanden hat, alle anderen, sowohl davor als auch danach, genau angeben können. Wir haben noch nicht die Ergebnisse erfasst, die allein die Vernunft erreichen kann. Probleme können im Studierzimmer gelöst werden, die all jene verblüfft haben, die mit Hilfe ihrer Sinne eine Lösung gesucht haben. Um die Kunst jedoch auf ihren höchsten Stand zu bringen, ist es notwendig, dass der Denker alle Tatsachen nutzen kann, die ihm zur Kenntnis gekommen sind, und dies impliziert, wie Sie leicht einsehen werden, den Besitz allen Wissens, was selbst in diesen Tagen der allgemeinen Bildung und Enzyklopädien eine etwas seltene Errungenschaft ist. Es ist jedoch nicht so unmöglich, dass ein Mann alles Wissen besitzt, das ihm in seiner Arbeit nützlich sein könnte, und dies habe ich in meinem Fall zu tun versucht. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie einmal, in den frühen Tagen unserer Freundschaft, meine Grenzen in sehr genauer Weise definiert. Ja, antwortete ich lachend. Es war ein seltsames Dokument. Philosophie, Astronomie und Politik standen auf Null, erinnere ich mich. Botanik wechselnd, Geologie profund.
Was die Schlammschichten aus jeder Region innerhalb von 50 Meilen um die Stadt betrifft. Chemie exzentrisch, Anatomie unsystematisch. Sensationsliteratur und Verbrechensaufzeichnungen einzigartig, Geigenspieler. Boxer, Fechter, Rechtsanwalt und Selbstvergifter durch Kokain und Tabak. Das waren, glaube ich, die Hauptpunkte meiner Analyse. Holmes grinste bei dem letzten Punkt. Nun, sagte er, ich sage jetzt, wie ich damals sagte. Dass ein Mann seinen kleinen Geistspeicher mit all den Möbeln bestücken sollte, die er voraussichtlich benutzen wird. Und den Rest kann er in der Rumpelkammer seiner Bibliothek aufbewahren, wo er sie holen kann, wenn er sie braucht. Nun, für einen Fall wie den, der uns heute Abend vorgelegt wurde, müssen wir gewiss alle unsere Hilfsquellen aufbieten. Bitte reichen Sie mir den Buchstaben K der amerikanischen Enzyklopädie herunter, der auf dem Regal neben Ihnen steht. Danke. Nun lassen Sie uns die Situation betrachten und sehen, was daraus abgeleitet werden kann. Zunächst können wir mit einer starken Vermutung beginnen. Dass Oberst Openshaw einen sehr starken Grund hatte, Amerika zu verlassen. Männer in seinem Alter ändern nicht alle ihre Gewohnheiten und tauschen nicht freiwillig das reizende Klima Floridas gegen das einsame Leben einer englischen Provinzstadt ein. Seine extreme Liebe zur Einsamkeit in England legt die Idee nahe, dass er sich vor jemandem oder etwas fürchtete, so dass wir als Arbeitshypothese annehmen können, dass es Furcht vor jemandem oder etwas war, die ihn aus Amerika trieb. Was es war, wovor er sich fürchtete, können wir nur durch die Betrachtung der furchtbaren Briefe ableiten, die er selbst und seine Nachfolger erhielten. Haben Sie die Poststempel dieser Briefe bemerkt? Der erste war von Pondicherry, der zweite von Dundee und der dritte aus London. Aus Ost-London. Was leiten Sie daraus ab? Es sind alles Seehäfen. Dass der Schreiber sich an Bord eines Schiffes befand. Vortrefflich. Wir haben bereits einen Hinweis. Es kann kein Zweifel sein, dass die Wahrscheinlichkeit, die starke Wahrscheinlichkeit, besteht, dass der Schreiber an Bord eines Schiffes war. Und nun betrachten wir einen anderen Punkt. Im Falle Pondicherry vergingen 7 Wochen zwischen der Drohung und ihrer Erfüllung. In Dundee waren es nur etwa 3 oder 4 Tage. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Eine größere Entfernung, die zurückzulegen war. Aber der Brief hatte auch eine größere Entfernung zurückzulegen. Dann sehe ich den Punkt nicht. Es besteht zumindest die Vermutung, dass das Schiff, auf dem sich der oder die Männer befinden, ein Segelschiff ist. Es sieht so aus, als ob sie ihre seltsame Warnung oder ihr Zeichen immer vorausschicken, wenn sie sich auf ihre Mission begeben. Sie sehen, wie schnell die Tat dem Zeichen folgte, als es aus Dundee kam. Wenn sie von Pondicherry mit einem Dampfer gekommen wären, wären sie fast so bald eingetroffen wie ihr Brief. Aber tatsächlich vergingen 7 Wochen. Ich glaube, diese 7 Wochen stellen den Unterschied zwischen dem Postschiff, das den Brief brachte, und dem Segelschiff dar, das den Schreiber brachte. Das ist möglich. Mehr noch. Es ist wahrscheinlich. Und nun sehen Sie die tödliche Dringlichkeit dieses neuen Falles. Und warum ich den jungen Openshaw zur Vorsicht drängte. Der Schlag ist immer am Ende des Zeitraumes gefallen, den die Absender brauchten, um die Entfernung zu reisen. Aber dieser hier kommt aus London, und daher können wir nicht auf Verzögerung rechnen. Großer Gott, rief ich. Was kann das bedeuten, diese unerbittliche Verfolgung? Die Papiere, die Openshaw bei sich trug, sind offenbar von entscheidender Bedeutung für die Person oder Personen auf dem Segelschiff. Ich denke, es ist ganz klar, dass es mehr als eine geben muss. Ein einzelner Mann hätte nicht 2 Todesfälle auf eine Weise ausführen können, die eine Geschworenenjury täuschte. Es müssen mehrere daran beteiligt gewesen sein. Und es müssen Männer von Einfallsreichtum und Entschlossenheit gewesen sein.
Ihre Papiere wollen Sie haben, wer auch immer der Inhaber sein mag. Auf diese Weise, sehen Sie, hört K. auf, die Initialen einer Einzelperson zu sein, und wird zum Abzeichen einer Gesellschaft. Aber welcher Gesellschaft? Haben Sie nie, sagte Sherlock Holmes, beugte sich vor und senkte seine Stimme. Haben Sie nie vom Ku Klux Klan gehört? Niemals. Holmes blätterte die Seiten des Buches auf seinem Knie um. Hier ist es, sagte er bald darauf. Ku Klux Klan. Ein Name, der von der fantasievollen Ähnlichkeit mit dem Geräusch des Spannens eines Gewehrs abgeleitet ist. Diese schreckliche Geheimgesellschaft wurde nach dem Bürgerkrieg von einigen ehemaligen konföderierten Soldaten in den Südstaaten gegründet. Und sie bildete schnell örtliche Zweige in verschiedenen Teilen des Landes. Insbesondere in Tennessee, Louisiana, den Carolinas, Georgia und Florida. Ihre Macht wurde für politische Zwecke genutzt. Hauptsächlich um die Negerwähler zu terrorisieren und diejenigen zu ermorden. Und aus dem Land zu treiben, die ihren Ansichten feindlich gesinnt waren. Ihren Gewalttaten ging in der Regel eine Warnung voraus, die dem Gezeichneten in einer fantastischen, aber allgemein anerkannten Form zuging, in manchen Gegenden ein Zweig Eichenlaub, in anderen Melonenkerne oder Orangenkerne. Nach Erhalt dieser Warnung konnte das Opfer entweder öffentlich seine früheren Wege abschwören oder aus dem Land fliehen. Wenn es die Sache herausforderte, kam der Tod unweigerlich über es. Und zwar meist auf seltsame und unvorhergesehene Weise. So vollkommen war die Organisation der Gesellschaft und so systematisch ihre Methoden, dass es kaum einen Fall gibt, in dem es einem Menschen gelang, sie ungestraft herauszufordern. Oder in dem ihre Gewalttaten bis zu den Tätern zurückverfolgt werden konnten. Einige Jahre lang blühte die Organisation trotz der Bemühungen der Regierung der Vereinigten Staaten und der besseren Klassen der Bevölkerung im Süden. Schließlich, im Jahre 1869, brach die Bewegung ziemlich plötzlich zusammen. Obwohl es seitdem vereinzelte Ausbrüche derselben Art gegeben hat. Sie werden bemerken, sagte Holmes und legte den Band nieder, dass die plötzliche Auflösung der Gesellschaft mit dem Verschwinden Openshaus aus Amerika mit ihren Papieren zusammenfiel. Es mag sehr wohl Ursache und Wirkung gewesen sein. Es ist kein Wunder, dass er und seine Familie einige der unerbittlichsten auf ihrer Spur haben. Sie können verstehen, dass dieses Register und Tagebuch einige der ersten Männer des Südens belasten könnten. Und dass es viele geben mag, die nicht ruhig schlafen werden, bis es wieder erlangt ist. Also ist die Seite, die wir gesehen haben, ist, wie zu erwarten war. Es hieß, wenn ich mich recht erinnere, schickte die Kerne an A, B und C, das heißt, schickte die Warnung der Gesellschaft an sie. Dann gibt es aufeinanderfolgende Einträge, dass A und B verschwanden oder das Land verließen, und schließlich, dass C besucht wurde, mit, wie ich fürchte, einem unheilvollen Ergebnis für C. Nun, ich denke, Doktor, dass wir etwas Licht in diesen dunklen Ort bringen können, und ich glaube, dass die einzige Chance, die der junge Openshaw inzwischen hat, darin besteht, das zu tun, was ich ihm gesagt habe. Heute Abend ist nichts mehr zu sagen oder zu tun, also reichen Sie mir meine Geige. Und lassen Sie uns für eine halbe Stunde das elende Wetter und die noch elenderen Wege unserer Mitmenschen vergessen. Kapitel 2. Am Morgen hatte es sich aufgeklärt. Und die Sonne schien mit gedämpfter Helligkeit durch den dunstigen Schleier, der über der großen Stadt liegt. Sherlock Holmes saß bereits beim Frühstück, als ich herunterkam. Sie werden mir verzeihen, dass ich nicht auf Sie gewartet habe, sagte er. Ich habe, wie ich voraussehe, einen sehr beschäftigten Tag vor mir, um diesen Fall des jungen Openshaw zu untersuchen. Welche Schritte werden Sie unternehmen, fragte ich. Es wird sehr von den Ergebnissen meiner ersten Erkündigungen abhängen. Ich muss vielleicht doch nach Horsham gehen.
Sie werden nicht zuerst dorthin gehen. Nein, ich werde mit der City beginnen. Läuten Sie nur, und das Mädchen wird Ihren Kaffee bringen. Während ich wartete, nahm ich die ungelesene Zeitung vom Tisch und warf einen Blick darauf. Mein Blick blieb an einer Überschrift haften, die mir einen Schauer über das Herz jagte. »Holmes«, rief ich, »Sie sind zu spät.« »Ah«, sagte er und stellte seine Tasse ab. Ich fürchtete es. Wie geschah es? Er sprach ruhig, aber ich konnte sehen, dass er tief bewegt war. Mein Auge fiel auf den Namen Openshaw und die Überschrift »Tragödie nahe der Waterloo-Brücke«. Hier ist der Bericht. Zwischen 9 und 10 Uhr letzte Nacht hörte Polizeikonstabler Cook von der H-Division, der in der Nähe der Waterloo-Brücke Dienst tat, einen Hilferuf und einen Platsch im Wasser. Die Nacht war jedoch äußerst dunkel und stürmisch, so dass es trotz der Hilfe mehrerer Passanten völlig unmöglich war, eine Rettung durchzuführen. Es wurde jedoch Alarm geschlagen. Und mit Hilfe der Wasserpolizei wurde die Leiche schließlich geborgen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen jungen Herrn handelte, dessen Name, wie aus einem in seiner Tasche gefundenen Umschlag hervorging, John Openshaw war und dessen Wohnsitz in der Nähe von Horsham liegt. Es wird vermutet, dass er sich beeilte, den letzten Zug vom Bahnhof Waterloo zu erreichen, und dass er in seiner Eile und der äußersten Dunkelheit den Weg verfehlte und über die Kante einer der kleinen Landebrücken für Flussdampfer trat. Die Leiche wies keine Anzeichen von Gewalt auf und es kann kein Zweifel sein, dass der Verstorbene das Opfer eines unglücklichen Unfalls war, der die Behörden auf den Zustand der Uferlandungsstege aufmerksam machen sollte. Wir saßen einige Minuten schweigend da, Holmes niedergeschlagener und erschütterter, als ich ihn je gesehen hatte. »Das tut meinem Stolz weh, Watson«, sagte er schließlich. »Es ist ein kleinliches Gefühl, kein Zweifel, aber es tut meinem Stolz weh. Es wird mir jetzt zur persönlichen Angelegenheit. Und wenn Gott mir Gesundheit schenkt, werde ich diese Bande fassen. Dass er zu mir kam, um Hilfe zu suchen. Und dass ich ihn in den Tod schickte«, er sprang von seinem Stuhl auf und wanderte in unkontrollierbarer Aufregung im Zimmer umher, mit einer Röte auf seinen blassen Wangen und einem nervösen Öffnen und Schließen seiner langen, dünnen Hände. »Es müssen gerissene Teufel sein«, rief er schließlich aus. »Wie konnten Sie ihn dort hinunterstürzen? Die Uferstraße liegt nicht auf der direkten Strecke zum Bahnhof. Die Brücke war zweifellos selbst in einer solchen Nacht zu überfüllt für ihren Zweck. Nun, Watson, wir werden sehen, wer auf lange Sicht gewinnt. Ich gehe jetzt aus. Zur Polizei. Nein, ich werde meine eigene Polizei sein. Wenn ich das Netz gesponnen habe, mögen Sie die Fliegen fangen, aber nicht er. Den ganzen Tag war ich mit meiner beruflichen Arbeit beschäftigt, und es war spät am Abend, bevor ich in die Baker Street zurückkehrte. Sherlock Holmes war noch nicht zurückgekommen. Es war fast 10 Uhr, als er eintrat, blass und abgespannt. Er ging zum Sideboard, riss ein Stück von dem Brotlaib und verschlang es gierig, wobei er es mit einem langen Schluck Wasser hinunterspülte. »Sie sind hungrig«, bemerkte ich. »Ausgehungert. Es war mir entfallen. Ich habe seit dem Frühstück nichts gegessen. Nichts. Nicht einen Bissen. Ich hatte keine Zeit, daran zu denken. Und wie ist Ihr Erfolg gewesen?« »Gut. Sie haben eine Spur. Ich habe sie in der hohlen Hand. Der junge Openshaw soll nicht lange ungerecht bleiben. Was meinen Sie, Watson, lassen wir Ihr eigenes teuflisches Wahrzeichen auf Sie setzen?« »Das ist gut überlegt.« »Was meinen Sie damit?« Er nahm eine Orange aus dem Schrank, zerriss sie und drückte die Kerne auf den Tisch. Von diesen nahm er 5 und steckte sie in einen Umschlag. Auf die innere Klappe schrieb er S. H für J. O. Dann versiegelte er ihn und adressierte ihn an Kapitän James Calhoun, Bark Lone Star, Savannah, Georgia.
Das wird auf ihn warten, wenn er in den Hafen einläuft, sagte er kichernd. Es mag ihm eine schlaflose Nacht bereiten. Er wird es als so sicheren Vorboten seines Schicksals finden wie Openshaw vor ihm. Und wer ist dieser Kapitän Calhoun? Der Anführer der Bande. Ich werde die anderen auch bekommen, aber ihn zuerst. Wie sind Sie ihm dann auf die Spur gekommen? Er zog ein großes Blatt Papier aus der Tasche, das mit Daten und Namen bedeckt war. Ich habe den ganzen Tag, sagte er, über Lloyd's Register und alte Zeitungsdateien verbracht. Und die weitere Laufbahn jedes Schiffes verfolgt, das im Januar und Februar 1883 in Pondicherry anlegte. Es wurden 36 Schiffe von annehmbarer Tonnage gemeldet, die dort in diesen Monaten waren. Von diesen erregte eines, die Lone Star, sofort meine Aufmerksamkeit, da, obwohl berichtet wurde, dass sie aus London ausgelaufen war. Der Name der einem der Staaten der Union gegeben wird. Texas, glaube ich. Ich wusste es damals nicht und bin mir auch jetzt nicht sicher. Welcher, aber ich wusste, dass das Schiff einen amerikanischen Ursprung haben musste. Was dann? Ich durchsuchte die Aufzeichnungen von Dundee, und als ich fand, dass die Bark Lone Star dort im Januar 1885 war, wurde mein Verdacht zur Gewissheit. Ich erkundigte mich dann nach den Schiffen, die sich gegenwärtig im Hafen von London befanden. Ja. Die Lone Star war letzte Woche hier angekommen. Ich ging zum Albert Dock und fand heraus, dass sie mit der frühen Flut heute Morgen den Fluss hinuntergefahren war, heimwärts nach Savannah. Ich telegrafierte nach Gravesend und erfuhr, dass sie vor einiger Zeit passiert war, und da der Wind östlich ist, habe ich keinen Zweifel, dass sie jetzt an den Goodwins vorbei und nicht weit von der Isle of Wight entfernt ist. Was werden Sie dann tun? Oh, ich habe ihn in der Hand. Er und die beiden Offiziere sind, wie ich erfahren habe, die einzigen in Amerika geborenen Amerikaner an Bord. Die anderen sind Finnen und Deutsche. Ich weiß auch, dass sie alle drei letzte Nacht von Bord waren. Ich habe es von dem Schauer, der ihre Ladung verladen hat. Bis ihr Segelschiff Savannah erreicht, wird das Postschiff diesen Brief gebracht haben. Und das Kabel wird die Polizei von Savannah benachrichtigt haben, dass diese drei Herren hier dringend wegen Mordes gesucht werden. In den besten menschlichen Plänen gibt es jedoch immer einen Fehler. Und die Mörder von John Openshaw sollten die Orangenkerne niemals erhalten, die ihnen zeigen würden, dass ein anderer, ebenso gerissen und entschlossen wie sie selbst, ihnen auf der Spur war. Sehr lang und sehr heftig waren die Herbststürme in jenem Jahr. Wir warteten lange auf Nachricht von der Lone Star aus Savannah, aber keine erreichte uns. Wir hörten schließlich, dass irgendwo draußen im Atlantik ein zertrümmerter Steven eines Bootes in einer Wellenmulde schaukelnd gesehen wurde, mit den Buchstaben L. S darauf geschnitzt. Und das ist alles, was wir jemals über das Schicksal der Lone Star erfahren werden.